Die Negativmeldungen von der amerikanischen Grenze reißen nicht ab. Angeblich werden nun auch Green Card-Inhaber an der Einreise gehindert, zum Teil auch festgehalten in Abschiebehaft und dann des Landes verwiesen. Was ist da los? Ist was dran an diesen Berichten? Und musst du dir als Green Card-Inhaber nun Sorgen machen? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Video einmal näher beschäftigen. Ich hatte ja neulich schon ein Video zu dem Thema gemacht, wie deutsche Touristen, die mit einem ESTA, also mit dem Visa Waiver, in die USA abreisen, hier jetzt mehrfach schon festgehalten wurden, dann in eine Abschiebeeinrichtung hier verfrachtet wurden und später dann nach Deutschland zurück deportiert wurden. Ich hatte dir meine Einschätzung dazu gegeben. Meiner Meinung nach handelt es sich eben um Personen, die hier leichtfertig versucht haben, mit dem ESTA, also ohne gültiges Visum, in den USA zu leben, dann den Grenzübergang nach Mexiko bzw. von Mexiko in die USA bei Tijuana genutzt haben und die Ineffizienz, die es dort bei der Ausreise gibt, ausnutzten, um letztlich sich dann wieder hier in den USA weitere 3 Monate aufzuhalten. Das hat dann nicht funktioniert und die Leute wurden des Landes verwiesen. Meiner Einschätzung nach, obwohl ich die Fälle natürlich nicht genau kenne, sind die Betroffenen selber schuld gewesen, auch wenn es mir natürlich leid für sie tut. Wenn man hier die einfachsten Regeln nicht beachtet, dann wird es irgendwann schiefgehen. Jetzt gibt es weitere Pressemeldungen und dann sind auch hier wieder die europäischen Medien voll panikartiger Berichte. Sensationsgeil, und man unterstellt hier dann, dass die Trump-Regierung hier extrem vorgeht, weil man eben fremdenfeindlich ist und keine Ausländer im Land will, auch keine mit Visum, und deswegen versucht selbst hier nun Green Card-Inhaber abzuschieben. Es gibt sogar amerikanische Anwälte, ja, also amerikanische Anwälte für Einwanderungsrecht in den USA, und sie warnen sogar Green Card-Inhaber davor, die USA zu verlassen, und sagen ihnen, du kommst möglicherweise hinterher nicht mehr ins Land rein. Was ist dran an diesen Berichten? Nach meiner persönlichen Beratungserfahrung, und wir betreuen Mandanten seit 2008, die in die USA umziehen wollen und helfen ihnen auch mit unseren Kollegen, die Einwanderungsrechtler sind, hier bei der Erlangung diverser US-Visa und Green Cards, ist an diesen Berichten nichts dran. Also die Panikmache ist komplett übertrieben. Es ist nicht so, dass hier Green Card-Inhaber grundlos an der Grenze festgehalten und dann deportiert werden. Soweit ich das abschätzen kann, und ich habe jetzt mit mehreren Beamten gesprochen, geht es um Folgendes. Wenn du eine amerikanische Green Card hast, dann darfst du dich nicht mehr als 180 Tage außerhalb der USA aufhalten, sonst verfällt diese Green Card. Das wurde bisher aber nicht sehr genau kontrolliert. Das heißt, viele Green Card-Inhaber waren viel länger nicht in den USA, konnten dann einfach wieder einreisen. Es hat letztlich hier die Beamten an der Grenze nicht geschert. Vielfach konnten sie auch nicht wirklich etwas machen, denn selbst wenn sie jemanden festgehalten haben, dann wurde letztlich diese Person dann wieder freigelassen, hat lange auf einen Gerichtstermin gewartet, möglicherweise Monate, möglicherweise auch Jahre. Da muss dann auch der Beamte dann selbst hier vor Gericht auftauchen, und dann hat oftmals der Anwalt des Betroffenen, ein gewiefter Experte für Einwanderungsrecht, es doch irgendwie geschafft, hier die Kohlen für den Mandanten wieder aus dem Feuer zu holen, und das Ganze war im Grunde dann komplett obsolet. Das heißt, für die Beamten gab es hier auch keinen Anreiz, letztlich diese Sache hier stringent zu bearbeiten und zu verfolgen. Das hat sich jetzt mit der Trump-Administration geändert. Wird hier also an der Grenze ein Green Card-Inhaber aufgegriffen, der hier nachweislich entweder bei diesem Mal oder bei einem der letzten Male mehr als 180 Tage außerhalb der USA war, dann wird er hier sofort einem Richter vorgeführt. Man muss hier also nicht mehr monatelang warten. Man hat dann möglicherweise hier nur 24 Stunden Zeit, sich einen Anwalt zu suchen, was vielfach natürlich komplett unmöglich ist, außer man hat ohnehin einen Anwalt, mit dem man zusammenarbeitet. Und dann ist es eben mit dem Leben in den USA vorbei. Ich habe dir schon mehrfach hier auf diesem Kanal gesagt, dass es in puncto US-Einwanderungsrecht 3 wichtige Grundverhaltensregeln zu beachten gibt. Erstens, halte dich ans Gesetz. Zweitens, nicht lügen. Und drittens, verhalte dich nicht wie ein Idiot. Also der gesunde Menschenverstand ist hier extrem wichtig.
Und es ist eben nicht besonders vernünftig zu meinen, dass du hier jahrelang außerhalb der USA leben kannst mit dieser Green Card und dann einfach so wieder ins Land einreisen kannst und davon ausgehen kannst, dass nichts passiert. Irgendwann wird eben möglicherweise etwas passieren. Ich würde allen empfehlen, die hier die Green Card für lange Jahre haben, hier die amerikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen, denn dann gibt es ja diese Probleme nicht mehr. Ich kann nicht erkennen, welchen Unterschied es hier gibt und warum man das nicht machen würde. Steuerlich gesehen wirst du ja ohnehin gleichgestellt. Das heißt, auch als Green Card-Inhaber zahlst du Steuern auf deine weltweiten Einkünfte, egal ob du in den USA wohnst oder nicht. Das macht also keinen Unterschied zur Staatsbürgerschaft. Und wenn du wirklich dich außerhalb der USA aufhalten möchtest für längere Zeiten, dann ist die Staatsbürgerschaft eigentlich der einzige Weg, um zu garantieren, dass du wieder in die USA einreisen kannst. Jegliche Panikmache finde ich hier völlig übertrieben. Es wird jetzt lediglich hier darauf geachtet, dass die bestehenden Gesetze einfach mal eingehalten werden. Es gibt hier keine neuen Gesetze, es hat sich nichts verschärft. Man achtet eben nun in den USA einfach darauf, dass nicht jeder einfach machen kann, was er will, sondern wie gesagt, dass Gesetze, die schon lange etabliert sind, die es schon lange gibt, auch wirklich jetzt befolgt werden. Wenn auch du dich in einer solchen Situation befindest, dass du dich zu lange außerhalb der USA aufgehalten hast, dass du dir Sorgen machst, ob du wieder einreisen kannst in die USA, dann würde ich dir raten, dich mit einem Anwalt in Verbindung zu setzen, der spezialisiert ist auf amerikanisches Einwanderungsrecht, um deinen Fall zu besprechen. Wenn du hier unsicher bist, würde ich dir auch auf keinen Fall empfehlen, die USA zu verlassen. Denn wie gesagt, bei der Einreise kann es mittlerweile passieren, dass diese Dinge überprüft werden. Hast du dich aber an die Regeln gehalten? Hast du meine 3 Grundregeln befolgt? Also erstens dich an die Gesetze gehalten, zweitens immer die Wahrheit gesagt gegenüber Grenzbeamten etc. und drittens hier dich nicht verhalten wie ein Idiot. Dann kannst du davon ausgehen, dass du auch weiterhin in die USA einreisen kannst ohne Probleme. Wir haben viele Mandanten, die amerikanische Visa haben und amerikanische Green Cards. Ich kenne keinen von denen, der hier ein Problem hätte in irgendeiner Weise. Aber wie gesagt, unter Trump jetzt wird die Einhaltung der Gesetze überprüft. Also wenn du hier in der Vergangenheit dir etwas zu Schulden hast kommen lassen, das sind ja keine strafrechtlichen Belange, sondern hier geht es rein um zivilrechtliche Fragen. Aber dennoch hängt eben möglicherweise dein Aufenthalt in den USA dran. Setz dich mit einem Anwalt in Verbindung und lass dich beraten, was du machen kannst. Wenn auch du darüber nachdenkst, mit deinem Unternehmen in die USA umzuziehen oder selbst in die USA auszuwandern, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich selbst lebe schon seit 2008 in den USA. Wir haben viele Mandanten auf ihrem Weg in die USA begleitet und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.